So Leute, es ist soweit. Heute wird aufgerissen und zwar hier im neuen BMW M2, ordentlich ausgestattet hier mit Akrapovic Parts. In den letzten Videos haben wir einen richtig tiefen Einblick bekommen bei Akrapovic in das Unternehmen. Also für die Leute, die das Video noch nicht angeschaut haben, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, denn das ist wirklich faszinierend, was hier bei Akrapovic so dahinter steckt. Aber ja, heute geht es darum, den neuen M2 zu fahren, hier mit den Akrapovic Parts. Zum Spoiler, Diffuse und so weiter kommen wir später, denn ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt gleich ein und werden mal hier den Sound vom M2 abchecken. Aber ganz wichtig noch vorab, denn Leute, wir haben hier bei dem speziellen M2 eine Akrapovic Slip-On-Anlage verbaut. Bedeutet komplett ECE Type Approved, also komplette Straßenzulassung. Es gibt verschiedene Versionen noch, allerdings dann ohne Straßenzulassung, also eben für die Rennstrecke. Hier eben, wie gesagt, ganz wichtig, wir haben hier komplette Straßenzulassung und wie ihr auch sehen könnt, wir haben hier ein ganz spezielles Design bei den Endrohren, denn das ist das sogenannte Chopped Carbon. Es gibt es hier auch noch in dem Gloss Carbon und genauso auch in Matt Carbon und natürlich auch immer Geschmackssache. Es gibt auch die Endrohre noch in dem Classy Design, wie wir es von früher kennen. Und ja, ich würde sagen, Robert, Jo. dann steigen wir ein. Dann reißen wir auf, oder? Also, Leute, wir machen Jalle Abfahrt. Auf geht's. So, Leute, dann sind wir unterwegs auf der Autobahn mit dem neuen M2. Und hier mit der Akrapovic Slip-On-Anlage. Klappe zu. Was mir jetzt nach den ersten Metern aufgefallen ist, es ist im Vergleich zur Serie 0,0 Unterschied. Also wirklich entspannt, leise kannst du hier damit fahren. Allerdings, wenn wir jetzt mal hier in M1-Taste klicken, wir machen das Fenster so leicht ein bisschen auf. Wir schalten jetzt mal ein paar Gänge runter. Du merkst direkt gleich. Und wie das Knallen anfängt. Oh, Das ist schon krass. Also das ist wirklich krass. Wir machen mal das Fenster zu. Alter. Ey. Wie krass ist. Das leistungsmäßig ist halt auch echt gut. Ja, voll. Für Komplettserie. Leute, das ist komplett legal. ECE Type Approved, keine Kopfschmerzen, wir müssen nichts eintragen. Du kaufst hier diese Slip-On-Anlage für den M2, montierst sie und mehr musst du nicht machen und kannst hier einfach richtig geil diese Crackles genießen. Das ist schon geil. Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, Leute, performancemäßig, es ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber trotzdem über 7 Kilo leichter als die Serienanlage. Das macht allein schon 35% aus vom Gewicht her. Dann haben wir um die 13 Newtonmeter mehr plus um die 5 PS mehr. Nochmal, das ist nicht die Welt, aber Leute, wir reden nur von der Slip-On-Anlage und das macht hier klanglich schon so einen Unterschied. Wenn wir natürlich jetzt mehr uns auf Rennstrecke fokussieren, dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten von Akrapovic, bedeutet zusätzliche Downpipes und so weiter, aber wie gesagt, das ist dann rein nur für die Rennstrecke. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mehr brauchst du doch nicht. Ich meine, wir reden hier, wir befinden uns im Jahre 2024 und das ist hier zu 100% straßenlegal. Wie geil ist das bitte? Und dann M1-Taste wieder weg und dann fährst du hier ganz tiefenentspannt mit Klappe zu rum und es ist wie Serie. Alter, das ist so hart. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zur Serie. Das ist so abnormal. Vor allem diese Crackles, das ist nicht zu viel. Weißt du, sonst wird das oft gleich Billo-mäßig. Das klingt einfach geil. Wir haben jetzt noch hier 1 Kilometer, müssen wir rechts abfahren. Denn Leute, wir fahren jetzt mal Richtung Landstraße. Ich würde nämlich mal vorschlagen, der Robert stellt sich nämlich jetzt dann gleich mal nach draußen. Ne? Und dann schauen wir mal, wie sich hier der M2 mit der Slip-On-Anlage so von außen anhört, oder Robert? Ja. Alles klar. Sehr, sehr, sehr viel später. Das ist eine idyllische Ruhe, Robert, oder? Die Vögel zwitschern, wir sind auf dem Land angekommen, aber bald ist nicht mehr so ruhig. Denn gleich, Leute, wird hier mit dem neuen M2 aufgerissen. Aber wir kommen jetzt erstmal zum heutigen Partner des Videos und zwar
Insta360. Wir filmen hier mit der Go 3 und das Schöne ist, damit wir jetzt gleich den richtig schönen Sound von der Abgasanlage von Akrapovic hier aufnehmen können, klicken wir hier einmal drauf, packen die Kamera aus und klicken die hier einmal ganz simpel rein, schön magnetisch, und jetzt werden wir gleich gemeinsam den Sound hier mit der Insta360 Go 3 genießen können. Innen drinnen habe ich auch meine Insta360 Go 3 auf, werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Und der Robert wird euch das erklären, wie das Ganze hier mit dieser App abläuft, wie ihr nämlich eure Videos bearbeiten könnt, weil ihr seht, das ist wirklich simpel. Also diesen kurzen Edit, den ihr da gerade gesehen habt, an dem habe ich gar nichts gemacht, sondern es hat mir hier die Insta360 App zusammengeschnitten, automatisch. Schauen wir uns das Ganze doch gleich mal an. Life is this. I like this. Für euch. Und am Ende exportieren wir das Ganze auf HD oder Full HD, 4K, wie wir das brauchen. Wir können hier einmal die Preset benutzen oder wir gehen auf Custom, können auf 2,7K gehen, das ist wie bei der Insta360 Go 3. Die können mit 2,7K aufnehmen, wir haben mit 25 Frames aufgenommen, Bitrate 30 passt. Und sobald wir mit unserem Edit zufrieden sind, gehen wir hier auf Export und das Ganze wird exportiert. Ich würde sagen, wir schneiden wieder zurück zum M2 und geben Gas. Wir benutzen Insta360 jetzt schon seit mehreren Jahren und dementsprechend sind wir auch sehr happy mit den Kameras. Bist du ready? Ja. Ist aber schon krass, ne? Ja, ist ordentlich. Alter Verwalter! Ist aber schon heftig. Das klingt sehr gut. Das ist ja krass, wie das Ding hinten rausknallt. Ja, Mann. Vor allem, jetzt nochmal Leute, ich meine, wir haben hier komplette Straßenzulassung, komplette ECE-Zulassung hier mit der Slip-On-Anlage, wie das Ding schon im Stand klingt. Nicht nur von der Lautstärke her, sondern auch von der Klangart her. Ist geil, oder? Das ist sehr geil, ja. Also ich würde vorschlagen, Robert, willst du überhaupt mitfahren? Nee, ich bleib hier draußen stehen, du darfst fahren. Na komm, wir müssen ein bisschen musst du bei mir mitfahren. Weil wir machen nämlich da noch schöne Flybys. Ja, das definitiv. Und übrigens, Leute, ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht erklärt gehabt, das haben wir noch gar nicht gezeigt gehabt. Und zwar, wie ihr sehen könnt, wir haben ja hier auch ein paar Carbon-Teile von Akrapovic verbaut. Und zwar, das ist das sogenannte Chopped Carbon, nennt sich das hier. Also eine ganz neue Carbonart, die von Akrapovic angeboten wird. Und selbstverständlich auch, ganz wichtig, alles hat eine ABE-Zulassung, ja. Bedeutet hier der Heckspoiler, genauso wie auch hier der komplette Diffusor in dem sogenannten Chopped Carbon und passt halt natürlich ideal mit den Endrohrblenden zusammen. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja deswegen trotzdem noch das glänzende Carbon und das Matt Carbon. Das haben wir ja eben schon bei der Führung im Werk gesehen und auch bei den Endrohrblenden. Ist immer eine Geschmackssache. Ja, das ist ja jetzt eben das neue Design von Akrapovic hier bei den M2, M3, M4 Modellen. Gibt es aber auch noch in dem klassischen Design. Ja. Dementsprechend, glaube ich, ist soweit eigentlich alles gesagt. Ich finde aber, weißt du, das ist auch immer so ein Thema, Robert. So beim M2 passt so ein Spoiler drauf, ja oder nein? Ja, doch, schon. Ich finde jetzt für meinen Geschmack, finde ich, passt das gut. Ja? Und es hat auch dementsprechend seine Funktionalität hier bei dem Fahrzeug. Und wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, wir steigen jetzt ein, wir reißen auf, M2, Akrapovic, Anlage ist angesagt. So Robert, die Kamera richtig eingestellt. Klar. Sieht doch hier gut aus. Ja Leute, also auch hier filmen wir mit der Insta360 Go 3, habe ich hier auf dem Kopf drauf. Und da haben wir einmal die Ace Pro, genauso wie hinter mir montiert, wobei ich, Robert, mir nicht sicher bin, wie viel man davon erkennen soll. Ja, genügend. Ja? Ja, Bist du ja. dir sicher? Ja, ja. Sehr gut, alles klar. Und dann würde ich sagen, dann legen wir los.
klingt doch schon mal gut. Klappe auf wollen wir natürlich haben. Ey, das ist schon nochmal. Schau dir das mal an. Mhm. Also ich kann das ja immer noch nicht glauben, dass wir hier komplette Straßenzulassung ja damit haben, aber es ist so. Wie das Ding rausknallt. Boah. Ey, das Klingt schon sehr geil. es ist ein Unterschied wie Tag- und Nachtserie. Ja. Du brauchst nicht mehr. Nee. Schau mal, jetzt normal so dahin fahren. Das ist sehr Genauso wie es sein soll. Ey, M2, es ist einfach so ein geiles Auto. voll. Es ist so ein geiles Auto. Macht einfach Spaß. Also ich weiß nicht, Robert. Ja? Meinst du, das wäre ein gutes Auto? Für mich auf jeden Fall. Ja? Ja, ja. Pass mal an, wenn du hier einlenkst, wie wendig das ist. Und da kannst du dich so schön ein bisschen mit dem Heck spielen. Das ist... Das ist einfach ein agiles Auto. Aber jetzt mal ganz kurz, wir machen jetzt hier Klappe zu. Aha. So, das ist jetzt Klappe zu. Und wie tief entspannt es zum Fahren ist, ja? Sehr gediegen. Und dann drückst du jetzt die M1-Taste, Klappe geht auf. Ich weiß nicht, Leute, ich hoffe, es kommt auf der Kamera rüber. Aber zieht euch das mal rein. Wie das rausbollert. Das ist schon geil. Komplett Straßenzulassung. Das ist das Wichtigste. Du hast keine Kopfschmerzen. Du montierst diese Anlage und hast einfach komplett deinen Spaß. Das ist perfekt. Ja, das ist eine sehr geile Balance. Und wie gesagt, mehr brauchst du nicht. Es Ja? muss nicht lauter sein. Für was? Du hast nur Probleme damit. Ja, und das ist ja wie gesagt das Schöne, weißt du, du musst ja nichts irgendwie eintragen oder sonst was, sondern du bestellst dir diese Anlage, du lässt sie installieren, du lässt sie montieren und dann hast du damit Spaß. Du musst nicht extra nochmal zum TÜV, du musst nicht irgendwas eintragen lassen, sondern wir haben ja hier mit der Slip-On-Anlage komplette Zulassung. Natürlich gibt es noch lautere Versionen, allerdings sind die dann eben für die Rennstrecke und haben dementsprechend keine Straßenzulassung mehr. Bedeutet wirklich weiter übergehend mit Downpipes und so weiter. Aber ganz ehrlich, Leute, für die Straße, also jeder M2-Besitzer, das ist ein Muss. Ja. Ballert nonstop. Aber nicht, dass es zu viel ist. Weißt du, es ist immer so, dass du sagst, okay, so Grenzwertung. Ich meine, wir haben hier Seriensoftware. Es ist nichts verändert. Das ist komplett alles Seriensoftware. Und serienmäßig ballert da überhaupt nichts raus. So, Robert! Ja? Ja, Porno. Ich würde sagen, wir drehen wieder um, oder? Der Sound ist einfach so geil. Ja, vor allem, du hast richtig schön diesen kernigen Sound. Es ist ja nicht nur die Lautstärke, Ja. sondern es ist auch die Soundqualität. Und das haben wir alles gesehen bei Akrapovic, wie viel Arbeit und wie viel Ja, Herzblut da dahinter steckt. Aber weißt du, was ich jetzt vorschlagen würde? Ja, was? Du steigst jetzt aus Gott sei Dank. und dann fahre ich mal an dir vorbei Ja? und dann überlege ich mir, ob du wieder einsteigen kannst. Ja. Was hältst du davon? Ja, das ist eine gute Idee. Dann bin ich endlich mal raus. Und? Was Ja. sagst du vom Sound? Von außen? Sound ist perfekt. Also ballert wahrscheinlich schön, oder?
Ja, aber es klingt halt einfach geil. Also es ist nicht zu laut, Nee, null. es ist aber auch, es ist genau richtig. Genau richtig. Also auch von innen ist Ja. es auch außen. Ja, es ist schön kernig, schön passend zum Auto einfach. Es ist einfach Geil. so schön. Ja, ist es so ein guter Punkt zum Abschließen, meinst du, Robert? Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr positiv überzeugt davon. Ja? Also ist auf jeden Fall ein Muss für jeden M2-Besitzer. Muss ich wirklich sagen. Also M2 Standard ist halt leider nicht mehr so laut. Und so wie er jetzt klingt, klingt er perfekt. Ja? Ja, ohne Scheiß. Also wie gesagt, von meiner Meinung auch, also Leute, ich würde auch vorschlagen, wir kommen hier zum Ende des Videos, weil ich meine, wir sind jetzt auf der Autobahn gefahren, ihr seht, tiefenentspannt mit Klappe zu und auf der anderen Seite, wenn wir wirklich die Klappe aufmachen, hier mit der Slip-On-Anlage, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Auto knallt richtig schön raus, du hast wirklich von der Klangart her wirklich ein richtig geiles Setup und Ja. das Auto verwandelt sich wie Tag und Nacht. Also ich meine, Voll. M2 ist ja serienmäßig ja schon okay, Ja, aber ja. kein Vergleich zu dem hier, ja. Und nochmal, und das ist für mich, sage ich mal, das Ausschlaggebende hier mit der Akrapovic, mit der Slip-On-Anlage, weil du halt einfach eine komplette ECE-Zulassung hast. Du bestellst diese Anlage, du montierst sie und du hast keine Kopfschmerzen, gar nichts. Du kannst komplett straßenlegal damit überall rumfahren. Und das ist halt wirklich das Geile, dass du auf der anderen Seite eine geile Klangart hast, du hast eine gute Lautstärke und mehr brauchst du nicht. Und für die Leute, die einfach sagen, okay, ich will es jetzt übertreiben, gibt es natürlich auch von Akrapovic zusätzlich mit Ja, Downpipes, ja. aber wie gesagt, dann eben nur für die Rennstrecke. Und dementsprechend, ich würde sagen, wir schalten hier nochmal ein paar Gänge runter. Dann auf jeden Fall nochmal ein Dankeschön an Akrapovic, dass wir Ja, hier mit den mega. M2 fahren durften. Ne? Und ich würde sagen, wir reißen jetzt nach Hause auf und dann Wird's Zeit. schieben wir nochmal durch, oder? Auf geht's. Also, Jalla, Abfahrt, Leute!